Hi, da bin ich wieder, euer Tim. Wir sind hier im LBZ Echem in dem Stall, in dem die Sauen nach ökologischen Vorgaben gehalten werden. Von den Abläufen ist da vieles ähnlich wie bei der herkömmlichen Sauenhaltung, das kennt ihr ja schon. Auch hier gibt es die Bereiche, wo die Schweine essen können, zum Beispiel, wenn sie Hunger haben, wenn es Essen gibt. Hier können sie sich ausruhen, wie die beiden das hier machen. Und sie können auch ordentlich spielen. Es gibt ja jede Menge Stroh, wo sie rumtoben können und sich austoben können. Aber die Bereiche hier in dem ökologischen Teil, in der ökologischen Sauenhaltung, die sind noch mal so ein bisschen anders. Und das zeige ich euch jetzt noch mal genauer. Alle Schweine in der Ökohaltung haben einen Auslauf und somit mehr Platz zum Bewegen und ein abwechslungsreicheres Zuhause. Schweine fühlen sich besonders wohl, wenn sie unterschiedliche Temperaturbereiche haben. Hier draußen können sie an der frischen Luft sein und kommen mit Sonne, Regen und Wind in Kontakt. Im Auslauf bekommen die Schweine an den Tränken jederzeit Wasser. Und da, wo der Boden nass wird, da koten und urinieren sie auch. Deshalb muss der Landwirt hier regelmäßig ausmisten. Früher musste er das alles per Hand machen mit einer Mistgabel. Heute hilft ihm dabei meistens ein kleiner Hoflader. Danach muss aber natürlich wieder frisches Stroh eingestreut werden. Für die Feinarbeit muss der Landwirt dann doch wieder selbst Hand anlegen. Dafür werden hier keine Spalten im Boden gebraucht, durch die der Kot und Urin wie bei der konventionellen Schweinehaltung durchfallen kann. Wenn es regnet oder ihnen das Wetter nicht gefällt, können die Schweine jederzeit zurück in den Stall gehen. Drinnen können sie dann zwischen zwei Bereichen wählen. Entweder gehen sie in den wärmeren Bereich unter eine Abdeckung. Dort legen sie sich meistens hin, um sich auszuruhen. Oder aber sie gehen in den restlichen Stall, wenn sie es etwas kühler haben wollen. Auf jeden Fall ist es hier drinnen immer trocken. Der Stall ist mit Stroh eingestreut und die Schweine können mit ihrem Rüssel darin spielen und herumwühlen. Das machen sie einen Großteil des Tages wie ihre Vorfahren, die Wildschweine, und suchen so ständig nach Futter. Auch in der ökologischen Tierhaltung werden die Sauen meistens künstlich besamt. Diese Sauen sind bereits trächtig und können bis zur Geburt frei in ihrer Gruppe herumlaufen. Ihre Ferkel bekommen die Ökosauen in einer eigenen Abferkelbucht. Die Besonderheit in diesem Abferkelstall ist vor allem, dass die Sau keinen Ferkelschutzkorb hat. Sie kann sich auch in dieser Bucht frei bewegen. Dadurch besteht aber die Gefahr, dass die Sau ihre Ferkel aus Versehen erdrückt. Einige Tage nach der Geburt können die Mutter und ihre Ferkel jederzeit nach draußen in den Auslauf gehen. Auch die männlichen Ökoferkel werden in der ersten Woche nach der Geburt kastriert, also unfruchtbar gemacht. Dafür werden ihnen aber grundsätzlich nicht die Schwänze gekürzt. Ihr könnt das hier auch sehen, diese kleinen, langen, baumelnden Schwänze, manchmal geringelt, manchmal auch nicht. Die bleiben dran, die bleiben lang. Dafür muss man aber auch garantieren, dass sie sich rundum wohlfühlen, dass es ihnen gut geht, dass sie genügend Platz haben, damit sie nicht aus Stress oder aus Langeweile aneinander rumknabbern oder rumbeißen. Die Ferkel bleiben hier 40 Tage bei ihrer Muttersau. Damit werden sie 12 Tage länger gesäugt als die Ferkel im konventionellen Stall. Am Ende der Säugezeit kommen die Ferkel in einen Ferkelstall. Dann wiegen sie so etwa 13 Kilo und sind damit deutlich schwerer als ihre Artgenossen in der konventionellen Schweinehaltung. Und ihre Mutter, die wird zurück in ihre Sauengruppe gebracht. Dort wird sie dann bald wieder künstlich besamt. Der Landwirt muss seine Tiere immer gut im Blick haben, um sofort reagieren zu können, wenn es ihnen nicht gut geht. Er füttert sie morgens und abends. Jedes Tier bekommt ausreichend gesundes Futter und hat auch einen eigenen Fressplatz, damit es sich nicht mit den anderen streiten muss. Nach dem Fressen, da wollen sich die meisten Schweine erstmal ausruhen. Und sie legen sich in ihrer Ruhezone schlafen. Ja, und warum kostet jetzt ein Ökoschnitzel doppelt so viel wie ein Schnitzel aus
herkömmliche Haltung. Ich meine, ihr könnt es ja selber sehen hier, ne? Die sehen ja beide komplett gleich aus. Aber wir haben ja auch gesehen, dass hier das Bioschnitzel in der Biohaltung viel mehr Platz braucht im Stall für die Schweine. Die Schweine haben mehr Auslauf und außerdem ist das Biofutter teurer und auch das Stroh. Und das bedeutet natürlich für den Landwirt zusätzliche Arbeit, die auch irgendwie bezahlt werden muss. Und das macht eben so ein Bioschnitzel teurer als das herkömmliche. Wo wir das geklärt haben, habe ich noch eine andere Frage an euch. Wollt ihr sehen, wie die Ferkel aufwachsen, wie die großgezogen werden, die ganz kleinen Ferkel, ja? Dann kommt mal mit, das zeigen wir euch nämlich in unserem letzten Film.